Willkommen Leute, und zwar zu einer neuen Folge Masenbau. Heute wird es richtig spannend, denn wir tauchen ein in die Geschehnisse der Wende im Nahen Osten und ja, Donald Trump steht natürlich wieder im Mittelpunkt und ja, es geht um milliardenschwere Deals, Friedensgespräche bis hin zu wilden Spekulationen. Trump will die Region aufmischen, wie nie zuvor, ja, aber wenn das alles vielleicht nur auch ein Schachzug ist, um Israel zu pushen und den dritten Tempel auf dem Tempelberg zu ermöglichen. Schwurbel, schwurbel. Schnappt euch eine Tasse Tee, macht's euch bequem und ja, wir nehmen das Ding mal auseinander. Let's go. Und zwar, Trump hat einen Plan und der hat's wirklich in sich. Und zwar, er will eine Friedensordnung im Nahen Osten, aber ohne die üblichen Militärshows, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten hatten, ja. Also ich sag mal, statt Drohnen und Soldaten setzt er eher auf Wirtschaftskraft, ja, dicke Investitionen und Partnerschaften. Also so nach dem Motto, wenn die Leute genug Geld verdienen, haben sie auch keinen Bock mehr auf Krieg, was ja irgendwie nachvollziehbar ist. Und ich sag mal, er glaubt, dass Wohlstand die Region stabilisieren kann, was ja irgendwie naheliegend ist. Und das ist ein mutiger Schritt im Gegensatz zu, ja, ich sag mal, vorherigen Präsidenten der USA und ein Vorhaben, womit er die ganze Weltpolitik natürlich auch auf den Kopf stellen könnte, muss man ganz ehrlich sagen. Wir kommen jetzt nämlich mal zu dem Thema Saudi-Arabien. Ja, und zwar beim Middle East Prosperity Summit, ja, in Riyadh hat er Verträge unterschrieben, die 600 Milliarden Dollar an saudischen Investitionen in die USA bringen, was echt eine Menge Schotter ist. Also das ist nicht irgendwie Kleingeld hier, Peanuts so, sondern das sind Summen, also die schaffen Jobs, die schaffen Infrastruktur und die pushen die Region wirtschaftlich, ja, und bringen alles auf Vordermann, sage ich mal. Und so wie ich Trump einschätze, steckt da aber auch mehr hinter. Und ich glaube, Trump will mit solchen Deals die Machtverhältnisse umkrempeln und zwar richtig dick. Was er ja die ganze Zeit schon im Endeffekt macht. Es geht um weniger Konflikte, mehr Kooperation, ja, und das alles durch wirtschaftliche Power und Vorteile fürs eigene Land. Kann man so sagen, ja, ist ja klar. Kommt alles USA zugute. Und Saudi-Arabien soll quasi der Motor für eine neue, stabile Region werden und gleichzeitiger Handelspartner. Und das alles mal so zu Saudi-Arabien. Jetzt mal ganz schnell. Ja, wir kommen jetzt nämlich nach Riyadh. In Riyadh, Riesengipfel gewesen und damit schreibt er im Endeffekt die Regel neu, wenn man so will. Also und zwar der Summit in Riyadh war nicht nur so ein normales Diplomatentreffen, wie wir es sonst immer kennen, sondern es war ein echter Wendepunkt. Und zwar hat Trump dort unmissverständlich klar gemacht, dass die USA jetzt auf Gespräche setzen und auf Handelsabkommen. Und diese ganze strategische Herangehensweise wird sich jetzt auf jeden Fall ändern. Before our eyes, a new generation of leaders is transcending the ancient conflicts of tired divisions of the past and forging a future where the Middle East is defined by commerce, not chaos, where it exports technology, not terrorism, and where people of different nations, religions, and creeds are building cities together, not bombing each other out of existence. We don't want that. And it's crucial for the wider world to note this great transformation has not come from Western interventionists or flying people in beautiful planes giving you lectures on how to live and how to govern your own affairs. No, the gleaming marvels of Riyadh and Abu Dhabi were not created by the so-called nation builders, neocons, or liberal nonprofits like those who spent trillions and trillions of dollars failing to develop Kabul, Baghdad, so many other cities. Instead, the birth of a modern Middle East has been brought by the people of the region themselves, the people that are right here, the people that have lived here all their lives, developing your own sovereign countries, pursuing your own unique visions and charting your own destinies in your own way. It's really incredible what you've done. In the end, the so-called nation builders wrecked far more nations than they built, and the interventionists were intervening in complex societies that they did not even understand themselves. They told you how to do it, but they had no idea how to do it themselves. Es geht eher um Zusammenarbeit, statt irgendwie auf Militärpräsenz zu setzen. Und ich sag mal, das Ziel ist eher eine, ja, man könnte sagen, eine Region, in der Wohlstand die Basis für Frieden legt. Ja? Und ich meine, stell dir vor, kein Krieg, kein Leid, keine Toten. Ja, ich sag mal, mehr Fabriken, Jobs, Geld, Zufriedenheit, weniger Auswanderung, Riesenpunkt, wie wir wissen. Und mehr positive Aussichten, was die eigene Zukunft im Heimatland betrifft.
dann wird es auch einfach nicht so viele Menschen geben, die irgendwie flüchten wollen. Weil das machst du ja nur, wenn es dir im eigenen Land nicht gut geht und es woanders lukrativer ist. Schluss mit dem Hass, der unsere Welt bis heute unglaublich verpestet. So. Und wenn das hinhaut, könnte das den Nahen Osten nachhaltig verändern. Und meiner Meinung nach sind wir wirklich Zeitzeugen von solchen Veränderungen, die gerade irgendwie vonstatten gehen. Das ist schon krass. Und vielleicht ja auch die Art und Weise, wie wir global an Konflikte herangehen. Wir kommen zum nächsten Land, und zwar Syrien. War auch eine überraschende Handlung, die er da wieder vollzogen hat. Und zwar legt auch mit Syrien Trump einen neuen Kurs ein, und nach dem vergangenen Sturz von Bashar al-Assad im Dezember 2024 hat er die US-Sanktionen gegen Syrien gelockert und will mit dem neuen Machthaber Ahmed al-Sharaa, dem Ex-Chef der HTS, zusammenarbeiten. Und zwar am Ende, wir wissen, heutzutage dreht sich alles um Rohstoffe, Geld, Macht oder Land, wenn man so ganz grob will. Und dieser Ex-Chef der HTS ist, für die es noch nicht wissen, auf der US-Terrorliste gewesen. Und nun gut, Trump hat al-Sharaa in Riyadh getroffen und über wirtschaftliche Partnerschaften mit ihm geredet. Ja? Es geht am Ende immer um Öl oder Gas. Wie ich ja sage, am Ende geht es immer um Rohstoffe, Land, Geld und Macht. Genau. Und statt nun Syrien weiter zu isolieren, will er das Land in die Region integrieren. Er will das Land einbinden, und das ist ein Schritt, womit er natürlich neue Türen öffnet oder halt auch alles noch komplizierter macht, als es sowieso schon ist. Jetzt kommen wir zum nächsten Land, und zwar ist das der Iran. Und Iran ist ein ganz heißes Pflaster. Ja, ist ein Thema, das die Welt im Blick hat. Auf jeden Fall, da die USA und Iran bis heute eher so ein, absolutes No-Go-Team sind. Ja? Und Trump macht jetzt aber klar, dass er, der will keinen Krieg mit Teheran. Ja, und stattdessen setzt er nun auf auch da wieder Verhandlungen, die in Rom laufen, und die Spannungen rund ums iranische Atomprogramm abzubauen. Also er bietet wirtschaftliche Anreize. Ja, wenn der Iran die Urananreicherung stoppt, das ist ein totaler Bruch, wenn man so will, mit der alten US-Hardliner-Strategie, die auf Sanktionen, Drohungen und deutsche Herangehensweise an Probleme betrifft. Obwohl Deutschland ja eher so, ich bin ein Chihuahua und versucht gegen den Stafford Terrier zu kämpfen. Aber gut, so viel dazu ist. Und Trump versucht halt zu kommunizieren, was ja eine Sache ist, die wir auch noch nicht so gut kennen, weil die meisten können nicht gut kommunizieren. Aber auch da zeigt Trump, Diplomatie, Verhandeln. Was daraus wird, werden wir am Ende sehen. Wir dürfen uns überraschen lassen. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung, wie ich finde. Und von daher, finde ich, ist das Ganze auch sehr lobenswert. Und was ich persönlich sehr, sehr, sehr interessant finde, gerade zu den Zeiten, in denen wir jetzt leben, ist Israel. Und da wird es wirklich interessant, weil Trumps Haltung zu Israel ist immer so, eigentlich ist er der Ober-Super-Fan Israels, ja, und so gut wie jeder in der Politik, außer vielleicht Palästina, sage ich mal so. Und Sachen wie die Anerkennung von Jerusalem als Hauptstadt 2017, die US-Botschaftsverlegung 2018, die Golanhöhen 2019. Aber, so viel dazu, in seiner zweiten Amtszeit jetzt schlägt er halt, gewisse andere neue Töne an, und die sind eher ungewöhnlich für Personen wie ihn. Und zwar distanziert er sich, so ein bisschen von Netanyahu, der ultra-pro-israelischen Linie, und will eine ausgewogenere Politik, die auch den arabischen Staaten was bringt. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Und ich finde, das ist ein klares Signal. Erstmal, Trump will eine neue, breitere Basis für Frieden und Geld. Ganz klar, ist ein Geschäftsmann, den geht es nicht nur um Frieden. Und er will nicht nur Israel pushen, wie so sonst immer. Ich finde, da dürfen wir sehr gespannt sein, wie das Ganze vorangeht, denn Israel ist wirklich ein ganz, ganz heikles Thema. Denn da, kommen wir gleich nochmal zu. Um noch ein weiteres Land natürlich nicht außen vor zu lassen, und zwar die Ukraine. Trump hat Russland dazu gekriegt, über direkte Friedensgespräche mit der Ukraine zu reden, was ein echter Hoffnungsschimmer ist nach Jahren von desaströsem Krieg, wie wir ihn leider beobachten dürfen. Und er hat multilaterale Verhandlungen angestoßen, und auch da zeigt es wieder, er will nicht nur im Nahen Osten, sondern weltweit Konflikte durch Diplomatie lösen. Und das ist wieder ein klares Zeichen, einfach für große globale Veränderungen. Da wird einiges auf uns zukommen, ob wir wollen oder nicht. Und entweder man kann sich dem bewusst werden oder sich halt weiterhin versuchen zu verstecken. Und was wir natürlich nicht vergessen dürfen, mit so einer Politik macht man sich nicht nur Freunde, liebe Leute. Und zwar, stellt euch vor, James Comey, Ex-FBI-Chef, hat ein Bild gepostet, das sehr viele Menschen als klare Morddrohung gegen Trump gesehen haben. Und zwar war das so ein Bild mit, ich glaube, 86 und 47, was so ein Code ist.
sage ich mal. Und Kash Patel, der neue FBI-Chef, nimmt es super ernst und hat sogar angekündigt, das FBI-Hauptquartier in Washington, D.C. dicht zu machen. Look, the FBI is 38,000 when we're fully manned, which we're not. In the National Capital Region, in the 50-mile radius around Washington, D.C., there were 11,000 FBI employees. That's like a third of the workforce. A third of the crime doesn't happen here. So we're taking 1,500 of those folks and moving them out. Every state's getting a plus up. And I think when we do things like that, we inspire folks in America to become intel analysts and agents and say, we want to go work at the FBI because we want to go fight violent crime and we want to get sent out into the country to do it. And that's what we're doing. In the next 3, 6, 9 months, we're going to do that hard. And, you know, I didn't know that I was going to do this, but I'm going to announce it on your show anyway. This FBI is leaving the Hoover building because this building is unsafe for our workforce, and we want the workforce. You just gave up a big nugget there. We want the American men and women to know, if you're going to come work at the premier law enforcement agency in the world, we're going to give you a building that's commensurate with that. And that's not this place. Und auch Pam Bondi, die neue Justizministerin, wurde informiert. Und das zeigt, dass die ganze Sache wirklich richtig ernst genommen wurde. Und zeigt aber auch, wie sehr Trump halt wieder polarisiert. Selbst wenn er von Frieden redet, gibt es genug Leute, die ihn am Ende wieder weghaben wollen, um es mal nett auszudrücken. Und da stellt sich mir wieder die Frage nur, warum? Und bevor wir nun zu dem Thema der Zionisten und dem eventuellen Bau des dritten Tempels angehen, was wirklich ein ganz, ganz heißes Eisen ist, zu einer kurzen Erklärung. Wer sind die überhaupt, Zionisten? Ja? Ganz einfach, erstmal so vereinfacht. Zionismus ist die Idee, einen starken jüdischen Staat in Israel zu schaffen. Und basierend auf Geschichte und Religion gibt es 2 Sorten. Und zwar die säkularen Zionisten, die vor allem, ja, man könnte so sagen, einfach politisch und national denken, also Israel als Heimat für Juden stärker sehen wollen. Dann die religiösen Zionisten, die noch einen klaren Schritt weitergehen und wirklich biblische Versprechen wie, ja, das Land Israel und den Tempelbau sehr, sehr, sehr ernst nehmen. Ja, das, ja, lasse ich erstmal so stehen. Und jetzt zum dritten Tempel. Ja, der große Traum mancher religiöser Zionisten. Diese wollen auf dem Tempelberg in Jerusalem, wo ja früher der erste und zweite Tempel standen, einen neuen Tempel bauen. Und wir müssen wirklich festhalten und betonen, ja, für sie ist es nicht nur ein Bauwerk so coolen Tempel, geil so, sondern es ist wirklich der Schlüssel zur messianischen Ära. Also praktisch, ich könnte sagen, die Rückkehr des Messias. Also so eine Art göttliche Erlösung. Wirklich das Nonplusultra. Und es klingt jetzt vielleicht nach, ja, so, naja, okay, na, was bauen, okay, nice, ja, coolen Tempel, ja, dann baut doch einfach so, ne? Es ist wirklich keine kleine Sache für die. Kannst es auch nicht 100%ig erklären, aber das ist ein ordentliches Ding. Das ist das Ding schlechthin. Okay, gut, muss ich nur mal wirklich klarstellen. Und das Problem, dort, wo der Tempel hin soll, steht aktuell eine Moschee. So, und die steht natürlich im Weg. Und ja, das sind alles so Sachen, die gehen halt unglaublich tief in diese ganze Problematik mit Palästina und Israel. Wir werden sehen, was sich daraus entwickelt. Und jetzt kommen wir aber zu konkreten Sachen. Trump und die Zionisten, wer sind seine Verbündeten oder Leute, mit denen er in Kontakt steht? Da wird es auf jeden Fall wieder sehr spannend, weil, naja, es ist immer die Frage, aus welcher Perspektive betrachten wir das Ganze. Ja? Politisch ist Trump mit Benjamin Netanyahu sehr, sehr, sehr dick. Und dem Chef der Likud-Partei, die 2 sind beste Kumpels, könnte man sagen. Also wirklich Netanyahu und Trump, irgendwie den größten Freund Israels, ja, im Weißen Haus. Und ich sag mal, nach Trumps Wahlsieg 2024 war Netanyahu einer der ersten, die Trump wirklich gratuliert haben. 2025 traf er ihn als erster ausländischer Staatschef in Washington. Und da sieht man so, die Verbindung ist dicke. Handlungen wie die schon bereits erwähnte Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt oder eben die Botschaftsverlegung oder die Golanhöhen. Das waren, im Endeffekt war das genau das, was, ich sag mal, diese Likud-Partei will. Ein starkes Israel, ja, mit Kontrolle über Ostjerusalem und die Westbank. Netanyahu hat es für seine rechtsnationalistische Basis voll ausgenutzt. Dann gibt es noch die Siedlerbewegung. Das sind Typen wie Bezalel Smotrich, er ist Finanzminister und Siedlungsbeauftragter, und auch Itamar Ben-Gvir, der für nationale Sicherheit zuständig ist, feiern Trump sehr. Ich hoffe, ich habe den Namen halbwegs richtig ausgesprochen. Und Smotrich, also der liebt Trumps Idee, den Gazastreifen unter US-Kontrolle zu bringen, was ja auch ein sehr, sehr kritisches Thema ist. Und er sieht dadurch entstehende Chancen, sage ich mal, 4 neue Siedlungen, die Israel will. Der Ben-Gvir, bekannt für seine provokanten Besuche auf dem Tempelberg, der betrachtet Trump als Verbündeten, weil der seine Siedlungspolitik nicht kritisiert und ihn halt einfach machen lässt. So, das ist einfach mal so ein stilles Abnicken, deute ich mal als Ja, so nach dem Motto.
Und laut der Zeitung Yediot Achronot, November 2024, träumen Siedlerführer von einer Annexion der Westbank und neuen Siedlungen im Gazastreifen. Ja, und ich finde, wenn man so will, könnte man das aus dem Blickwinkel betrachten, da stehen wir ziemlich weit vor. Ne? Und die Einmischung von Trump in den Gazastreifen ist krass. Und sie setzen halt auf Trumps Rückendeckung, eben was anhand der Äußerungen zum Thema Riviera im Gazastreifen oder Riviera im Nahen Osten jetzt nicht unbedingt ein abstruser Gedanke ist, wie ich finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, und dann kommen wir nochmal zu religiösen Zionisten, wie zum Beispiel das Temple Institute in Jerusalem. Die haben jetzt keinen direkten öffentlichen Kontakt zu Trump, ja, aber seine Politik spielt ihm perfekt in die Hände. Das ist halt das, was ich die ganze Zeit meine. So, ne? Also spielt halt eigentlich alles voll in diese Agenda. Ja? Und das Institute baut schon, ich sag mal, Tempelutensilien wie die Menora oder den Räucheraltar und züchten rote Kühe, die irgendwie für die, ich sag mal, für die rituelle Reinigung des Tempelbergs gebraucht werden. Ja, schon irgendwie wild, aber gut. Und ja, das Ganze wird finanziert von Trumps evangelikalen Freunden in den USA. Und ja, ist schon alles krass irgendwie. Sachen, von denen man, finde ich, so auch noch nie so richtig gehört hat, wenn man sich da nicht selber informiert. Und ist schon irgendwie, ist ein krasses Rabbit Hole, da kann man auch wieder richtig tief reingehen. Und Politiker wie Nissim Vaturi von Likud oder Yitzhak Pindrus von Vereinigtes Tora Judentum fordern offen den Tempelbau und lieben Trumps Jerusalem-Politik, weil sie ja eben den Tempelberg für sie deutlich greifbarer macht als sonst. Ja. Und dadurch hat halt in den USA Trump auch eine treue Basis bei christlichen Zionisten und ja, die Israel aus religiösen Gründen unterstützen, weil ja, die glauben halt auch, dass ein starkes Israel die Wiederkunft Jesu bringt. Und wir haben zum Beispiel hier noch einen Kandidaten, John Hagee, ja, Chef von Christians United for Israel, ja, ist ein riesiger Trump-Fan und finanziert eben diese Tempelbauprojekte wie die Roten Kühe aus Texas, wo wir halt auch wieder sehen, okay, es gibt schon Gelder, konkret sage ich mal, aus den USA, wie die auch da wieder nach Israel fließen. Dann haben wir andere Leute wie den Mike Huckabee, ist Ex-Gouverneur und unterstützt die Siedler und war oft in Israel. Ja, und Paula White, Trumps spirituelle Beraterin, könnte man sagen. Und ja, sie sieht eine Politik oder die sieht seine Politik als göttlich inspiriert, wie sehr, sehr viele Menschen in den USA und weltweit, muss man wirklich sagen. Also Trump wird da schon krass so ein bisschen als Messias gesehen. Und Marjorie Taylor Greene, die republikanische Abgeordnete, fördert auch Projekte wie die Zucht der roten Kühe, die das Temple Institute braucht. Und jetzt noch der andere, Marco Rubio, auch ganz wichtig. Trumps neuer Außenminister ist ein Hardliner für Israel, muss man wirklich sagen. Und dieser Abraham-Abkommen, könnte man so sagen, ja, das seit ein paar Jahren. Und dann gibt es noch, ganz spannend, den Jared Kushner. Und zwar ist Jared Kushner Trumps Schwiegersohn und er hat 2020 die Abraham-Abkommen eingefädelt so und kennt Netanyahu auch persönlich. Also die Netanyahu hat auch irgendwie in den 90ern sogar schon bei Kushners in New Jersey irgendwie übernachtet. Naja, ja, ein weiterer Hinweis ist auch die Tochter von Trump, ja, Ivanka Trump. Und zwar ist die zum Judentum konvertiert und stärkt natürlich auch die Verbindung zur jüdischen Gemeinschaft und freut Zionisten allgemein. Und jetzt nochmal ganz kurz, eben kommt da dieser Trumps Vorschlag, den Gazastreifen unter US-Kontrolle zu bringen und Palästinenser nach Ägypten oder Jordanien umzusiedeln. Ja? Ich sag mal, so eine Art Riviera des Nahen Ostens. Das ist ein Plan, der international teilweise als ethnische Säuberung gesehen wird, andererseits halt auch als Befreiung von anderen und wiederum von diesen Siedlern aus Israel wie Smotrich sehr gefeiert wird. Ja? Also das alles passt halt sehr zu dem, was religiöse Zionisten so wollen. Ne? Man könnte einfach wirklich sagen, irgendwie bei Kontrolle über biblisches Land und den Tempelberg. Was denkt ihr zu diesem Thema? Ist Trump irgendwie der Strippenzieher, der den Weg für den dritten Tempel vorbereitet? Oder, ja, weiß ich nicht, läuft das einfach so nebenbei und naja, so Zug nach Schwobe City ist auf jeden Fall angekommen. Also, noch mal festzuhalten, was können wir mitnehmen, ja? Trump setzt auf Wirtschaft als Friedensmotor. So, mit Megadeals wie in Saudi-Arabien. Naja, zweitens, er bricht mit der alten US-Linie, was wirklich krass ist, ja, und ich sag mal jetzt öffentlich zumindest auch mit Israel und will eher, ja, ich sag mal eine ausgewogenere Region insgesamt. Und drittens, seine Diplomatie von Syrien über den Iran bis zur Ukraine zeigt, dass er Konflikte durch Gespräche lösen will, insgesamt. Seine Herangehensweise. Viertens, und natürlich nicht zu vergessen, Europa steht vor einer Entscheidung. Bleibt es bei den alten Konfliktmustern, wie wir sie eben besprochen haben, mit Sanktionen und sonst was, oder springt Europa eher auf Trumps Zug auf?
insgesamt weltverändernde Zeiten, in denen wir leben. Ich glaube, das werden wir erst in Zukunft begreifen, was ja eigentlich vor unseren Augen gerade wirklich geschieht, und es ist einfach viel zu viel. Ja, ich hoffe, ihr konntet dem Video so ein bisschen was abgewinnen. Ich bin jetzt hier durch sehr, sehr, sehr viele große Themen, die man im Einzelnen nochmal sehr, sehr detailliert besprechen konnte oder besprechen könnte, gegangen. Dieses ganze Thema vom dritten Tempel, weil es ist ja wirklich ein Thema, was sehr selten angesprochen wird, da wir auch, ich sag mal, auch ein Land wie Deutschland sich dazu verpflichtet hat, mit Ländern wie Israel, ich sag mal, an der Seite Israel zu stehen. Und deshalb sind wir in einem Land, wo Kritik an Israel sehr schnell darin endet, dass Karrieren gecancelt werden, Gelder gestrichen werden. Und deshalb hören wir hier in Deutschland sehr wenig Israel-Kritik. Und deshalb ist es auch gerade zu einer Zeit wie jetzt, wo wir eben Konflikte haben mit Israel, mit Palästina, sehr schwierig. Und ich finde, diese Berichterstattung muss man ganz vorsichtig betrachten, von beiden Seiten aus. Ich habe dazu überhaupt keine Position, beziehungsweise meine Position ist immer, im Krieg gibt es keine Gewinner. Beide Seiten, komplett traurig, was da passiert. Und wir müssen irgendwann einfach aufhören damit, weil sonst kommt man aus diesem Teufelskreis nicht hinaus. Das ist ganz traurig. Und am Ende liegt es an uns, irgendwann zu sagen, okay, wir müssen aufhören damit, wir müssen Lösungen finden, miteinander zu reden, in Frieden zu leben und Sachen einfach mal ruhen zu lassen. Es ist einfach ein unglaublich krasses Thema, unglaublich traurig, was da abgeht. Ich finde, wir sollten einfach Sachen differenzieren. Das, was gerade passiert, ist traurig. Und ja, wir müssen kommunizieren. Wir müssen wieder als Menschen zusammenfinden. Und die Spaltung läuft wirklich überall, egal wo wir hingucken. Von daher, ja. Was denkt ihr zu dem Thema, ja? Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch erstmal noch ein schönes Wochenende oder einen Tag, oder wünsche euch erstmal noch einen schönen Abend, schönen Mittag, schönen Morgen, je nachdem. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ich bin raus. Ciao, ciao.